Freunde, heute zeige ich euch die 10 von 10 Punkten Sommerdüfte. Die bekommen von mir 10 Punkte, diese Düfte, und sie sind einfach perfekt im Sommer. Und wir wollen hier gar nicht viel rumsnacken. Wir gehen gleich rein. Moin, mein Name ist Dennis aus Hamburg. So, und der erste ist der Louis Vuitton Imagination, natürlich, oder Imagination, wie auch immer ihr das wissen wollt oder nennen wollt. Der Imagination von Louis Vuitton ist natürlich ein Klassiker der letzten 3 Jahre. Er ist einfach ja der erfolgreichste, der beste überhaupt, und an alle kopieren ihn, sorry. Und ja, eine schöne Teenote, schwarzer Tee mit Zitrone. Sehr, sehr nice. Wenn man diese Art Düfte mag, ist man natürlich bei diesem Duft sehr gut bedient. Natürlich gibt es günstige Alternativen. Es gibt 1, 2, 3, die richtig gut dran sind. Fast perfekt. Aber das Original bleibt eben das Original. Louis Vuitton hat so ein bisschen im Hintergrund immer so eine DNA, die steht nur für Louis Vuitton, und das ist sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, egal wie es ist, haben sie mit dem Duft auf jeden Fall einen Duft kreiert, der genauso wie Creed, Baccarat Rouge 540 und so weiter auf jeden Fall eingeschlagen hat. Das kann ich so sagen. So, der nächste Zehner für den Sommer, ne, ist Acqua di Gio, aber das Parfüm. Warum das Parfüm? Ich habe das Parfüm genommen, weil es einfach tiefgründiger ist und stärker ist, präsenter, aber trotzdem nichts verliert von der aquatischen DNA, und weil diese Werbung von Armani beziehungsweise von Acqua di Gio mit dem Wal da und der Musik ja richtig nice aktuell ist, wie gesagt, darauf bin ich auch wieder gekommen, tatsächlich den Duft zu tragen. Ich bin ja früher gar kein Acqua di Gio Fan gewesen, und dann kommt wieder so eine Zeit, wo ich ihn mag, dann wieder nicht und wieder mag. Ich habe den auch mal verkauft, wieder gekauft. Ich rede vom Eau de Toilette, und so kam das eben nachhinein, aber auch mit diesem Duft, ja. Acqua di Gio, das Parfüm würde ich aber bevorzugen, mein Freund, weil das eben sehr, sehr nice ist. So, der nächste Zehner ist auf jeden Fall Versace Eau Fraiche. Ja, Eau Fraiche, den ich schon so lange vorstelle. Ein Duft mit einer Sternfrucht und einer Zitrone und schöne Frische, der richtig mit einem guten Sprüher und so weiter. Und ich finde auch immer mit einem sehr geilen Flakon, wenn man das so sehen kann. Diese Sternfrucht, diese Frische, dieses auch ein bisschen aquatisch blaue und dann das leicht süßliche und ja, das Frische ist bei Eau Fraiche richtig nice. Es gibt auch noch eine neue Version. Ich glaube, war das jetzt das Eau de Parfüm, glaube ich, ne? Das hätte man sich sparen können. Das ist ein Abklatsch von anderen Düften, finde ich. Vielleicht minimal anders, aber greift zum Original. Sehr, sehr nice. Im Sommer einfach perfekt. So, und die nächste Abkühlung und die nächste 10 von 10 ist der Renaissance von Xerjoff. Ja, ein Duft, der einfach ja perfekt ist. Eine sehr extreme zitrische, säuerliche Noten an Anfang, die aber im Endeffekt, wie soll ich sagen, den Duft so perfekt machen. Einer der besten Sommerdüfte, vor allen Dingen, wenn es sehr, sehr warm ist, ist das so perfekt zu tragen. Schöne Säuerlichkeit, aber richtig Früchte, nicht so übersüßt, sondern wie gesagt, nochmal eingangs erwähnt, säuerlich, richtig gut gemacht, sehr erfrischend, wirklich extrem erfrischend. Und der ist ein Saubermann-Duft dazu, und das ist Italien im Flakon. Das passt einfach perfekt. Das ist einfach auch noch ein Gentleman irgendwie, obwohl das ein Saubermann frischer Duft. Ich bin ja nicht so ein Fan von unbedingt, sag ich mal, Sommerdüften im Schnitt. Wenn Sommer ist oder so, trage ich sie liebend gern und ist auch geil. Aber ich bin sonst mehr auf der schweren Seite. Aber der ist auch sehr stark, richtig nice. So, dann kommen wir zu einem Duft. Parfüms Elmar Orange Crush. Ja, Orange Crush ist im Endeffekt ein sehr, ja, spritziger Duft. Aperol Spritz, sagen viele, ja, kann man so stehen lassen. Nicht zu 100%. Aber ja, die Orange und dieses Kühle ist sehr extrem. Man hat ähnliche Düfte schon mal, also nicht von der DNA her, Hintergrund nicht, aber dieses spritzige etc., der gesellt sich so anderen Düften wie ähnlich. Also ich meine nur, damit ihr versteht, in welche Richtung der geht. Den würde ich so einordnen im
wie heißt der, Baso, glaube ich, von Sospero und so weiter. Also diese Richtung, Tiger zum Beispiel auch von Bulgari, irgendwie in diese Richtung würde ich diesen Duft einsortieren, nur mit Orange, sehr spritzig, Aperol Spritz Style ein bisschen, ja. Würde ich so nehmen, kann man so machen. Hyperkite hätte nur für mich stärker sein müssen können und auch die CH, aber so diese spritzige, ich habe ihn mit reingenommen, also wenn ihr was orange, richtig spritzig abkühlt ist, so dieses, wenn viele lieben ja Aperol Spritz, dann ist der Duft auf jeden Fall für euch. So, der nächste ist sehr gewagt, aber das ist ein 10er Duft und vor allen Dingen in der Luft riecht er einfach anders, als wenn ihr ihn an Flakon riecht und so weiter. Und zwar Megamare von Ordo Parisi. Ja, ein Stinker von allerfeinsten Moschus, salzig und extrem salzig, ne? Und metallisch schon und als würde die Titanic, ne, mit Rost und so weiter hochholen. Das ist Megamare. Mehr auf die Haut bitte sprühen. Auf den Klamotten kann das nicht so gut riechen. Der braucht auch nur die Haut und der braucht auch nur 2 Sprüher und ihr nehmt eine Turnhalle ein. Also dieser Duft ist extrem stark. Wer da was anderes meint, hat auf jeden Fall keinen echten Duft und will hier nur labern oder, ne, das gab's früher schon mal, ganz ehrlich. 99% der Menschen sagen, dass der brutal stark ist. Da kannst du auch eine tote Haut haben, ganz ehrlich. Sehr bombastisch gut. Ja, wer einen salzigen Moschusduft haben will, holt sich Megamare. So, und der nächste ist einer der schönsten Düfte in meiner ganzen Sammlung oder überhaupt auf diesem Planeten von der Eleganz her und so weiter und so fort. Kann man im Sommer sehr gut tragen. Ist auch so ein schöner, sag ich mal, Orangenblütenduft und zwar Amouage Reflection Man. Ja, was soll man denn noch zu Reflection Man sagen, außer dass das ein absolut brutal schöner Duft ist. Der Sprüher allerdings hätte besser sein müssen. Vielleicht haben sie den geändert. Das ist ein richtig alter Flakon, der ist schon Jahre alt. Ja, aber der Duft, diese Cremigkeit, die Orangenblüte, dieses sexy Feeling, absolut bombastisch. Also Reflection Man ist da schon wirklich sehr, sehr gut dabei und wirklich besser geht es eigentlich nicht. Wenn man diese Art Düfte macht und im Sommer, eigentlich das ganze Jahr, aber im Sommer auch im Büro, es ist einfach perfekt. Es ist einfach perfekt. So, jetzt kommen wir zu einem Duft. Für mich ist er perfekt. Da würden andere vielleicht von der Marke andere nehmen. Ich nehme den, weil er hat schon Mandel drin. Aber es ist eine andere Mandel. Es ist hier nicht Parfüms de Mali Pegasus. Nein, es ist Acqua di Parma Mandorlo di Sicilia. Ja, und da gehen dann natürlich nochmal Grüße nach Sizilien. Ja, hier habt ihr eine mandelige, ich sprühe jetzt hier auch noch mal alles durcheinander hier. Oh, das ist so ein genialer Duft. Da kann ich natürlich auch hoffen, dass sie den nicht verändert haben. Natürlich nehmen wir hier vernünftige Inhaltsstoffe. Acqua di Parma steht dafür. Nicht immer, aber fast natürliche Inhaltsstoffe zu nehmen. Dann diese Mandel, diese Kühle, diese sexy, cremige, aber trotzdem frische, leicht als wäre da so ein bisschen Blau drin, die Bonsche. Und dann diese cremige Vanille mit der Mandel. Das ist perfekt. Das ist Mandorlo di Sicilia. Ein bisschen Orangenfeeling noch. So müsst ihr euch diesen geilen Acqua di Parma Duft vorstellen. Acqua di Parma weiß, wie man Sommerdüfte macht. Deswegen ist der für mich ganz klar drin. So, und der nächste ist auf jeden Fall Initio Must Therapy. Yes. Und da haben wir im Endeffekt dieses weiße Eis mit der, weißt du, dieses Eis am Stiel, orange rum und mit der weißen Füllung drin am Stiel von früher. So müsst ihr euch eigentlich diesen Duft vorstellen. Außer, dass hier, glaube ich, noch Pflaume, sogar der Johannisbeere mit drin ist. Irgendwie sowas. Es ist auch eine leichte Süße, aber Orangenfeeling, Vanillefeeling, schön sommerlich, die Sonne scheint, das Meer. So müsst ihr euch ein Initio Must Therapie vorstellen. Also das ist wirklich mit Moschus natürlich, es ist eine Moschusartige Therapie. Wenn ihr vielleicht gestresst seid, haut ihr euch diesen Duft drauf. Das passt perfekt. Ne? Also, obwohl im Endeffekt Must Therapy heißt er, aber es ist kein nur Moschusduft. Das wäre schlimm, dann würde er nicht so ankommen. Wie gesagt, die anderen Inhaltsstoffe, die ich aufgezählt habe, das ist schon wirklich von allerfeinsten sehr, sehr lecker. Und zum guten Schluss nehmen wir einen sehr stickigen Duft, aber das ist auch eine 10 von 10, weil er extrem stark ist. Gute Haltbarkeit, aber keinen auf den Sack geht, obwohl er so stark ist und richtig elegant, aber sauber macht, als würdet ihr an einer Wäscherei vorbeigehen. Und Preis-Leistung stimmt bei dieser Marke definitiv, und zwar, boah,
Imperial. Yes. Wie gesagt, ich habe eigentlich schon alles vorweggenommen, was der Duft hat. Sehr nicht moschen, sehr stechend geil. Sowas wie der Weltraum, Safran-Style, aber sehr trocken, warm, staubig, sage ich immer dazu, aber absolut sauber, man. Er riecht einfach sauber, 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 sauber. Was anderes fällt mir da gar nicht ein. Also, und manchmal kriegt den was für 70 Euro. Das ist Nische. Und wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich weiß nicht, haben ja keine Klamotten, nee. Da ist das richtig genial. Für 100 ml, den kriegst du allerdings nicht überall, das muss man gucken, aber der Duft an sich ist einfach absolutes Muss, wenn man im Sommer richtig sauber und nicht viel Geld ausgeben will, aber Qualität haben will, dann ist das einfach bombastisch. Ja, das waren im Endeffekt meine 10 von 10 Sterne Düfte. Natürlich könnte ich da jetzt halt 2 noch von machen, weil das ist natürlich, das werden natürlich nicht alle. Das sind die ich, deswegen habe ich auch mal Megamare jetzt rausgekommen. Für mich ist das auch ein 10 von 10 Sterne. Und so weiter. Ich hätte natürlich auch andere zeigen können. Aber ich finde das schon sehr, sehr genial. Also Freunde, schreibt mal rein, was ihr meint. Dann gehen Grüße raus an die neuen Follower. Vielen Dank dafür. Und natürlich an meine Alten und an meine Mitglieder. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, Freunde.